Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe ein Problem, vielleicht habt ihr das Problem auch. Ich habe einen Stechbeitel, aber keinen gescheiten Klüpfel bzw. Holzhammer. Und deswegen bauen wir uns heute einen Holzhammer. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, bleibt einfach dran. Gleich nach dem Intro geht's los. Wir haben hier ein Reststück Massivholz und ein Stück von einer alten Gardinenstange, die ich noch über hatte. Da habe ich mir jetzt schon mal so ein 30 cm Stück abgeschnitten und jetzt fangen wir mal daraus an, uns was Schönes zu basteln. So, jetzt machen wir mal aus dem Klotz hier erstmal einen Hammerkopf. Jetzt haben wir den groben Kopf, jetzt machen wir noch das Finish. Jetzt haben wir soweit den Klotz zusammengeschnitten, jetzt machen wir ein Loch mit einem 25er Forstnerbohrer. So, das Loch ist soweit gebohrt. Jetzt machen wir mal den Griff. Kommen wir nun zum Griff. Um euch die Mitte auf dem Griff anzuzeichnen, könnt ihr entweder so einen Mitte-Anzeigewinkel benutzen oder ja, wie das Ding genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Oder wenn ihr, wie ich, das nicht habt, dann könnt ihr damit einfach variieren, indem ihr einen normalen Winkel nehmt mit einer 45 Grad Anzeige und ein zweites Lineal. Und dann könnt ihr euch das auch anders anzeichnen, das zeige ich euch jetzt. Dann setzt ihr einfach den Winkel an und an dieser 45 Grad Nase setzt ihr einfach den Winkel an und an der 45 Grad Nase setzt ihr das Lineal an, haltet das ran und dann macht ihr rundherum immer mal ein paar Striche. Und so habt ihr auch eure Mitte gefunden. Jetzt bauen wir da mal ein Loch rein und dann werdet ihr gleich sehen, wofür. Also wie man sieht, nur wenn man gerade anzeichnet, heißt das noch nicht, dass man auch gerade bohrt. Da ist es leider ein bisschen daneben gegangen. Ich habe hier jetzt noch mal ein zweites Stück gemacht. Das spannen wir jetzt mal ein und dann schauen wir mal. Ich denke mal, das ist eine Unwucht, mit der man arbeiten kann. Da wir bei unserem Holzstück mit einem 25er Forstnerbohrer ein Loch eingebohrt haben und die Gardinenstange hier aber 28 ist, müssen wir die jetzt auf Maß bringen. Und ich habe mir dazu einfach in der Stärke des Holzklotzes mir ein Schleifpapier zurechtgeschnitten vom Maß her und dann schleifen wir den jetzt runter.
So, der Kopf und der Griff sind fertig. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze auch zusammenpasst. Sitzt sehr stramm, aber bevor wir das zusammen machen, machen wir hier noch einen Schlitz rein, später für den Keil. Passt doch gut zusammen. So, der Hammer ist fertig. Funktionstest. Ich würde sagen, funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder ein Abo oder kommentiert auch fleißig unten. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.